Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay Unveiled. Bevor wir in jetzt das Thema einsteigen, das zumindest in Deutschland gerade mal wieder hohe Wellen schlägt, erstmal was ganz anderes. Hier auf dem Kanal gibt es nämlich seit kurzem auch einen Podcast. Die wahre Geschichte von zwei deutschen Auswanderern auf einer Farm in Uruguay. Alles wirklich passiert, hört einfach mal rein. Integration. Bevor wir darüber sprechen, klären wir erstmal genau, was wir meinen, wenn wir von Integration im gesellschaftlichen Kontext sprechen. Sorry an alle, die jetzt auf eine Mathe-Lektion gehofft haben. Ist nicht. Nein, Spaß beiseite. Uns ist die Begriffserklärung in diesem Fall wirklich ein Anliegen. Denn die Bandbreite der Wortbedeutung, die ist echt groß, besonders beim Wort Integration. Wir reden über Integration und tun das aus einer sehr persönlichen Perspektive. Wir werden selbst bald Einwanderer sein. Aber, und das ist uns ganz wichtig, nicht weil wir müssen. Wir flüchten vor nichts. Wir wandern einfach nur aus, weil wir nochmal was erleben wollen. Weil uns das Abenteuer reizt. Und weil uns Uruguay total begeistert hat. Das ist ein riesiger Unterschied zu den Menschen, über die in der deutschen Debatte gerade so leidenschaftlich gestritten wird. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb fragen wir uns natürlich, was braucht es, um wirklich anzukommen? Nicht nur geografisch, sondern als Mensch. Wir sprechen von einem gegenseitigen, vielschichtigen, langfristigen Prozess mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe in zentralen Lebensbereichen und der Förderung des sozialen Zusammenhalts. Im Kern geht es nämlich um 3 Dinge. Erstens, strukturelle Teilhabe, also Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildung, Gesundheitssystem und Wohnungsmarkt. Zweitens, soziale Integration, der Aufbau von Beziehungen und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und drittens, kulturelle Integration, die Anerkennung grundlegender Werteordnung und die Bildung einer pluralen, multiethnischen Kultur. Kurzum, Chancengleichheit bei gleichzeitiger Achtung der Gesetze und Normen des neuen Landes. Ja, das meinen wir, wenn wir hier von Integration sprechen. Ja, und wir sprechen ausdrücklich nicht über Assimilation. Wir sind keine Borg. Ja, was ist Assimilation eigentlich genau? Assimilation bedeutet, du gibst deine kulturelle Identität auf. Sprache, Bräuche, Eigenschaften, alles verschmilzt mit der Mehrheitsgesellschaft. Weg. Und genau da liegt für uns der Unterschied. Wir wollen Teil Uruguays werden. Aber wir wollen auch bleiben, wer wir sind. Deutsche, die Mate trinken. Ja, wie geht denn jetzt dieses Integrieren nun ganz konkret? Was habt ihr geplant, um euch in eurer neuen Heimat zu integrieren? Oder, wenn ihr schon ausgewandert seid, was habt ihr unternommen, um euch zu integrieren? Ja, hier mal unser 8-Punkte-Plan zur Integration. Aber noch bevor wir dazu kommen, noch ein kleiner Gedanke. Wir haben Integration am Anfang als gegenseitigen Prozess definiert. Darum war uns bei der Auswahl wichtig, in ein Einwanderungsland zu kommen, denn wir wollen wirklich willkommen sein. Uruguay ist seit Generationen eine Einwanderungsgesellschaft. Italiener, Spanier, Deutsche, Osteuropäer, Chinesen und. Sie sind irgendwann alle gekommen und geblieben. Uruguay hat gelernt, mit den Einwanderern umzugehen. Die Offenheit, die wir auf unserer Erkundungsreise erlebt haben, ist kein Zufall. Die ist Teil der uruguayischen Identität. Das macht es für uns leichter, aber nimmt uns die Verantwortung auf keinen Fall ab. Also hier unser 8-Punkte-Plan. Punkt 1. Klarheit für sich selbst. Das war für uns der erste Schritt, lange bevor wir irgendeinen Plan hatten. Ja, warum wollen wir denn auswandern? Was wünschen wir uns von unserer zukünftigen Wahlheimat? Zu welchen Kompromissen sind wir bereit? Und welche Kriterien sind für uns absolute No-Gos? Die Antworten auf diese Fragen, die haben uns einfach direkt nach Uruguay geführt. Punkt 2. Information und Recherche. Wir haben uns über die für uns in Frage kommenden Länder und deren Kultur, Staats- und Rechtssystem sehr genau informiert. In Uruguay haben wir nichts gefunden, womit wir aus heutiger Sicht nicht leben könnten. Punkt 3. Auswahl. Am Ende hatten wir
3 Länder in der engeren Auswahl: Uruguay, Dänemark und die Niederlande. Punkt 4. Das persönliche Kennenlernen. Aus unserer Sicht reicht es nicht, nur über ein Land zu lesen. Das muss man erleben und das wollten wir. Das Land der Wahl ausgiebig also bereisen. Das war jetzt so der nächste Schritt. Und wenn ich sage bereisen, dann meine ich nicht 14 Tage Strandurlaub. Ich meine echtes Reisen. Verschiedene Regionen kennenlernen, die Unterschiede erleben, Einheimische in ihrem Alltag kennenlernen und sich mit der Infrastruktur vertraut machen und so weiter und so weiter. Wir sind 2025 6 Wochen kreuz und quer durch Uruguay gereist. 3500 Kilometer haben wir auf Uruguays Straßen, soweit man die Straßen nennen kann, abgerissen. Wenn ihr wissen möchtet, wo wir überall waren, schaut euch gerne die Folgen 12 bis 14 an. Die verlinke ich euch unten mal in der Folgenbeschreibung. Unser Ergebnis: ein wunderschönes Land mit sehr unterschiedlichen Regionen. Manche für unsere Bedürfnisse besser geeignet, manche weniger. In Folge 40 verraten wir euch, für welche Regionen wir uns besonders begeistern konnten. Die verlinke ich euch einfach mal hier oben und auch nochmal zusätzlich in der Folgenbeschreibung. 2027 reisen wir erneut nach Uruguay. Ja, um unsere favorisierten Regionen einfach nochmal genauer anzusehen und uns mit den Unterschieden der einzelnen Departamentos, besonders auch beim Baurecht, vertraut zu machen. Punkt 5. Die Sprache lernen. Wir halten das Erlernen der Landessprache, in unserem Fall Spanisch mit Rioplatense-Dialekt, für sehr essentiell, um mit Land und Leuten wirklich in Kontakt zu kommen. Wer wegen Sprachbarriere nicht mit Einheimischen sprechen kann, der wird sich auch deutlich schwieriger integrieren können. Keinesfalls möchten wir Auswanderer sein, die im neuen Land nur mit Landsleuten abhängen und eine Parallelgesellschaft bilden. We want to be part of the party. Und das ist keine abstrakte Gefahr. In Uruguay leben rund 10.000 Deutsche, dazu nochmal 40.000 Deutschstämmige, dazu kommen Österreicher und Schweizer. Es gibt eine deutsche Schule in Montevideo, es gibt deutsche Vereine, deutsche Stammtische, deutsche Netzwerke. Das ist verlockend, gerade am Anfang, wenn die Sprache noch holpert und alles neu ist. Wir werden natürlich diese Angebote gerne kennenlernen, aber wir wollen nicht darin verharren. Seit wir uns für Uruguay entschieden haben, lernen wir also Spanisch. Zurzeit noch so mit Lernsoftware und demnächst auch dann mit Kursen. Punkt 6. Vorab Kontakte knüpfen. So eine Auswanderung, selbst wenn sie gut vorbereitet ist eine Herausforderung. Know-how-Transfer ist unheimlich wichtig und jede Unterstützung ist willkommen. Also ich zähle auf euch. Wir haben bereits vor unserer Rundreise Kontakt zu Uruguayern und Expats geknüpft. Hallo, ich grüße mal. Ja, das hat geholfen, realistische Erwartungen zu entwickeln und wird uns hoffentlich auch vor vielen teuren Fehlern bewahren. Punkt 7. Ankommen, einleben, anpassen und mitmachen. Wir planen uns Zeit zu lassen. Unser neues Zuhause wollen wir in aller Ruhe finden. Mit den Gesetzen und der Kultur haben wir uns schon ein bisschen vertraut gemacht und werden uns natürlich daran orientieren. Unsere Idee ist, uns zeitnah, wenn wir dann angekommen sind, uns Vereinen anzuschließen oder Kurse zu besuchen. Soweit wir wissen, ist das in Uruguay sehr beliebt. Und wir finden das einen guten Einstieg, denn man sieht sich regelmäßig, teilt Interessen und Gespräche entstehen dann ganz von selbst. Also ich werkel gern mit Holz, fotografiere und fliege gern mit meinen Drohnen. Frau Mattes töpfert, strickt, malt und lernt gerade käsen. Außerdem probiert sie sehr gern Neues aus. Wir finden bestimmt einen Verein oder Kurs, der uns Freude macht. Ja, und in einem schwachen Moment habe ich Frau Mattes außerdem zugesagt, dass wir Tango tanzen lernen, wenn wir in Uruguay leben. Ja, mal sehen, ob sie mich daran erinnert. Ach, ich mache es ja gerne. Außerdem haben wir herausgefunden, dass es regelmäßige Treffen von Einwanderern gibt. Menschen, die die Herausforderungen des Anfangs also schon gemeistert haben und von denen wir natürlich lernen können. Da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Zu diesem Thema haben auch die Sisters del Sol ein Video gemacht, wie man nämlich in Uruguay Freunde findet. Das verlinke ich euch ebenfalls mal in der Folgenbeschreibung. Punkt 8. Offen sein.
Während unserer Rundreise haben wir erlebt, dass die Uruguayos freundlich und hilfsbereit sind, sofern man ihnen höflich und respektvoll begegnet. Unser Fazit: Wenn wir offen und neugierig sind, ein bisschen Spanisch sprechen und uns bemühen, ist es nicht schwer, mit Uruguayos ins Gespräch zu kommen. Ja, und dann ist da noch etwas, worüber wir ehrlich sein wollen. All diese Punkte klingen natürlich sehr rational, sehr durchdacht, sehr nach Plan, aber wir wissen auch, Integration ist kein Projekt, das man einfach abhakt. Es gibt einfach Momente, in denen man einsam ist, in denen man die Sprache nicht versteht, nicht nur grammatikalisch, sondern vielleicht auch kulturell überfordert ist, in denen man sich fragt, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Das gehört einfach dazu und wir glauben, dass man das nur durchsteht, wenn man genau weiß, warum man gegangen ist. Deshalb steht Punkt 1 auch an erster Stelle. Klarheit für sich selbst. Ganz, ganz wichtig. Ja, nochmal die Frage, welche Pläne habt ihr, um euch in einem neuen Land zu integrieren oder die ihr schon ausgewandert seid? Schreibt uns das gerne in die Kommentare, was ihr gemacht habt, um euch einzuleben. Ja, und damit auch zurück zu der Frage, mit der wir heute gestartet sind. Was braucht es, um wirklich anzukommen? Nicht nur geografisch, sondern als Mensch. Unsere Antwort: eine Entscheidung. Keine Checkliste, kein Plan, sondern die bewusste Entscheidung, Teil von etwas Neuem werden zu wollen. Den Rest kann man lernen, den Willen nicht. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende einer Mathe-Smarte-Folge. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Lasst uns gerne ein Like da und ein Abo da. In der nächsten Folge sprechen wir nochmal über Banken und Geldtransfer. Zu unserer Folge 47, Neobanken, Bankkonten und Geldtransfer, gab es so viele Fragen und Anregungen, dass wir uns dem Thema erneut zuwenden. Die verlinke ich auch nochmal hier oben, die Folge 47, und unten in der Folgenbeschreibung. So, und jetzt hasta la próxima, bis zur nächsten Woche und vergesst mir den Podcast nicht. Hört da unbedingt rein, das ist echt spannend. Que les vaya bien. Ciao.